Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 11. Coding Challenge. Heute geht es darum, wir wollen überprüfen, ob Klammern richtig gesetzt wurden. Das heißt, wir sehen hier offensichtlich, das ist keine korrekte Klammersetzung, da ist nur Bullshit dabei passiert. Das ist eine. Wunderbar, ja, das ist eine korrekte Klammernsetzung. Das wiederum ist keine, das ist auch keine. Ich habe gerade nur Pech. Das an sich ist auch eine korrekte Klammersetzung. Weil, ja, wir wollen ja nicht unbedingt was ausrechnen, sondern wir wollen nur überprüfen, ob die Klammern vernünftig geöffnet und geschlossen wurden. Sprich, wir machen eine Klammer auf, also müssen wir sie auch irgendwann wieder zumachen. Wir machen eine weitere Klammer auf, also müssen wir sie auch irgendwann wieder zumachen. Und hier machen wir die erste zu, hier machen wir die zweite zu, alles wunderbar und passt. Achtet aber darauf, dass das gar nicht so einfach ist, das ist natürlich auch alles korrekt hier. Das ist auch korrekt und ja, wir sehen hier, das ist auch korrekt. Das ist wieder nicht korrekt, das ist nicht korrekt, das ist nicht korrekt. Man kann es eigentlich als Mensch sofort sehen, ob eine Klammer sinnvoll gesetzt wurde. Hier zum Beispiel auch wieder. Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach und vor allem das Ganze programmatisch zu lösen, ist nicht so super einfach. Genau, das ist eure Challenge für dieses Mal. Ihr bekommt natürlich die Challenge wieder unter der URL, die unter dem Video steht. Ihr müsst eure Lösung wieder per Post-Request an diese URL schicken. Und ja, in diesem Fall einfach nur als stinknormaler Boolean bitte an diese URL schicken. Das heißt, wir haben, die URL steht wie immer in der Beschreibung und das ist als was ihr es schicken müsst. Sprich, ihr müsst Token schreiben als gültiges JSON-Format bitte und dann hier True oder False rein und dann sollte das auch wunderbar funktionieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich freue mich schon auf eure Lösung. Wieder mal in allen Geschmacksrichtungen und Sprachen und ich bin ganz gespannt. Und ja, viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.